Ohne Sonne gäbe es uns nicht. Fast alles auf unserem Planeten ist verwandelte Sonnenenergie. Und doch, für manche Menschen ist die Sonne ein großes Problem. Ich stelle mir es ziemlich schön vor, wenn man in die Sonne gehen kann, ohne dass man Schmerzen hat. Man hat das Gefühl, man verbrennt innerlich. Wie lebt es sich mit der ständigen Suche nach Schatten? Ich verbinde mit der Sonne ganz oft Schmerzen. Ich kann manche Sachen einfach nicht machen wegen der Sonne. Das macht mich dann teilweise schon auch traurig. Lara Hepp reagiert extrem empfindlich auf Sonnenlicht. Jeder schöne Sonnentag für die 13-Jährige ein Problem. Eine permanente Suche nach Schatten. Ja, und dann macht die 2 Stunden Konferenz und ich mir so, hey, kein Bock. Wir fangen immer so 2 Wochen davor an. Echt? 2 Tage oder so. Doch der Sonne aus dem Weg zu gehen ist nicht einfach. Denn auch wenn sie im Schnitt rund 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, hat sie eine enorme Macht über uns. Eigentlich ist sie so etwas wie ein gigantischer Kernfusionsreaktor. In ihrem Inneren verschmilzt unentwegt Wasserstoff zu Helium. Dabei wird eine unvorstellbar große Menge an Energie frei. Elektromagnetische Strahlung, die von kurzwelliger Gammastrahlung bis zu langwelliger Radiostrahlung reicht. Davon erreicht uns nur ein Teil durch die Atmosphäre. UV-Strahlung, das sichtbare Licht, Infrarotstrahlung und Radiowellen. Was wir als Sonnenlicht kennen, ist nur ein kleiner Teil der elektromagnetischen Strahlung. Sichtbares Licht mit einer Wellenlänge von 380 bis 780 Nanometer. Sonnenlicht ist für uns selbstverständlich. Aber woraus besteht es eigentlich? Obwohl Licht aufwendig erforscht wird, ist es immer noch ein Rätsel. Manchmal verhält es sich wie eine Welle, manchmal wie ein Teilchenstrom. Es ist aber weder das eine noch das andere. Auf die Frage nach seiner Natur gibt es noch immer keine befriedigende Antwort. Sicher ist, Licht ist Energie und unglaublich schnell. Kaum mehr als 8 Minuten braucht es im Schnitt für die zig Millionen Kilometer von der Sonne bis zu uns auf die Erde. Und hier wird sie für Menschen wie Lara Hepp zur Gefahr. Wettermäßig ist am besten, wenn es einfach bewölkt ist, wenn die Sonne nicht durchscheint und einfach auch, ich sage jetzt mal so eine Art Regenwolke, also jetzt keine weiße Wolkenschicht, wo die Sonne nur leicht durchkommt, sondern einfach dicke Wolken, bei denen ich ganz normal Sachen machen kann wie andere auch. Doch manches lässt sich nicht verschieben. Dann muss sie draußen unterwegs sein, auch ohne dicke Wolkenschicht. Wenn ich in die Sonne gehe, dann kriege ich auf der Haut massive Schmerzen. Bei mir ist das ganz oft am Handrücken oder oben an den Füßen. Dann fängt es, also am Anfang fängt es so an zum Kribbeln. Und dann wird das einfach schlimmer und das fühlt sich so an, als würde Haut brennen. Und wenn die Schmerzen ganz schlimm sind, dann fängt auch meine Haut an zu schwellen. Symptome hatte Lara Hepp schon als Kind. Ständiges Händereiben im Strandurlaub. Nachts stundenlanges Weinen. Liegt's am Meerwasser? Sind es Wachstumsschmerzen? Die Eltern ratlos. Als Lara 5 Jahre alt war, dann die Diagnose: erythropoetische Protoporphyrie,
kurz EPP. Die Diagnose mit der erythropoietischen Protoporphyrie. Heißt, die Sonne verursacht Laras Schmerzen. Genauer gesagt, die Vermittler der Sonnenenergie. Bestimmte Moleküle, sogenannte Porphyrine. Dazu zählt auch Chlorophyll, das als Blattgrün die Energie des Sonnenlichts einfängt. Porphyrine sind so etwas wie die bunten Ringe des Lebens. Sie sind die häufigsten Farbstoffe in der Natur, eine große Familie eng verwandter, lebenswichtiger Moleküle. Sie bestehen aus einem ebenen Ring aus Kohlenstoff und Stickstoff und in der Mitte ist Platz für ein Metallion wie Eisen oder Magnesium. Das Metallion ist wichtig für viele biologische Prozesse. Neben Chlorophyll ist auch der rote Blutfarbstoff Häm ein Porphyrin. Es bildet das Kernstück von Hämoglobin, dem Blutprotein, das Sauerstoff transportiert. Bei Menschen mit EPP läuft die Blutbildung nicht nach Plan. Dem roten Blutfarbstoff, dem Häm, fehlt ein wichtiger Bestandteil: das Eisen. Die Folge: halbstarke Porphyrine, die unkontrolliert mit sichtbarem Licht reagieren. Dabei entstehen Sauerstoffradikale, hochreaktive Moleküle, die das Gewebe zerstören und so Entzündungen und Schmerzen verursachen. So auch bei Lara Hepp. EPP ist eine genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit und damit nicht heilbar. In Deutschland sind weniger als 1000 Menschen davon betroffen. Eine Therapie mittels Medikament gibt es für Jugendliche derzeit nicht. Das Einzige, was hilft: der Sonne fernbleiben. Es fängt immer mehr an zu brennen. Man hat das Gefühl, man verbrennt innerlich. Und man will einfach nur in Schatten und die Haut kühlen an allem, was es so eben zum Kühlen gibt. Auch Elisabeth Peitz ist von EPP betroffen, wie auch 3 ihrer insgesamt 7 Geschwister. Aufgrund der Schmerzen lernte sie schon früh, die Sonne zu meiden. Doch was genau die Ursache für ihre Beschwerden war, das wusste damals niemand. Ich kann mich daran erinnern, dass wir als Kind in ein nahegelegenes Wäldchen gegangen sind und haben im Frühling Blumen gepflückt. Anschließend hatten wir alle Symptome. Wir waren am Weinen, weil es so juckte. Und meine Mutter hat das dann in Verbindung gebracht, erstmal mit Blumenpflücken. Und das sollten wir dann erstmal nicht machen. Und unser Hausarzt sagte immer nur, ihr habt Hautjucken. Es war die erste von vielen Fehldiagnosen im Leben von Elisabeth Peitz. Jahrzehntelang konnte sie nicht erklären, was mit ihr los war. Ihr Umfeld reagierte mit Skepsis, Unverständnis. Auch die Geburt ihrer Tochter Julia machte die Sache nicht einfacher. Sie ist zwar selbst nicht krank, war aber betroffen. Denn wenn die Haut brennt, bleibt nur der Rückzug. Ich konnte das nicht haben an der Haut. Wenn die Haut sowieso schon brennt und sich warm anfühlt, dann ist jede Körperwärme oder jedes bisschen Wärme zu viel. Das kann man einfach nicht ertragen. Und deswegen habe ich ihr dann gesagt, nee, nicht anfassen. Als Kind habe ich das nicht verstanden. Ich habe es akzeptiert, ja, weil man mir gesagt hat, nein, darfst mich nicht anfassen. Aber ich habe es auch nicht hinterfragt. Ne? Ich habe es dann einfach nicht gemacht und es brennt sich einfach irgendwann ein im Kopf. Dass man die Mutter nie anfassen durfte und nie umarmen durfte, wenn die Zeit halt gekommen war, wo die Sonne wehtat. Meist ist es ein stilles Leiden, vom Umfeld unbemerkt. Denn die Symptome sind für Außenstehende nicht erkennbar, nur fühlbar für die Betroffenen. Erst im Alter von 50 Jahren bekam Elisabeth Peitz die richtige Diagnose: EPP. Der Wendepunkt nach einer jahrzehntelangen Suche nach Erklärung. 4-mal im Jahr holt sich die heute 65-Jährige nun ärztliche Hilfe in Berlin. Hier im Porphyriezentrum der Charité. Inzwischen gibt es auch ein Medikament. Elisabeth Peitz bekommt seit 2017 das Präparat
das ihr die Sonne ein gutes Stück näher bringen soll. Das Medikament wird in den Körper unter die Haut implantiert und setzt dort dann über circa 2 Monate seine Wirkung frei. Es wirkt als Hormon, welches die Bräunung der Haut anregt und somit den körpereigenen Lichtschutz verstärkt und Patienten dadurch wieder in die Sonne gehen können, ohne Schmerzen zu haben. Zumindest für eine gewisse Zeit. Sonne genießen, ohne es später zu bereuen. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht, denn das Medikament wirkt nicht bei allen Betroffenen gleich gut. Können Elisabeth Peitz und die Sonne doch noch Freundschaft schließen? Sonnenlicht taktet unsere innere Uhr, die nahezu alle Kommunikationsprozesse im Körper steuert. Von Genaktivität bis Verhalten. Tageslicht, also Licht hoher Intensität und vor allem blaues Licht, wirkt wie ein körpereigener Wecker. Spezielle Zellen in der Netzhaut geben den Lichtreiz ans Gehirn weiter. Unser Körper schüttet dann das Hormon Serotonin aus, das als Muntermacher wirkt. Ist weniger Licht vorhanden, vor allem weniger blaues Licht, wandelt sich das Serotonin in Melatonin um, das müde macht. Bekommen wir tagsüber zu wenig Licht, kommen wir weder richtig in die Gänge, noch können wir nachts gut schlafen. Sonnenlicht taktet über diese und ähnliche Prozesse jede Zelle unseres Körpers. Wie genau, davon liegt noch vieles im Dunkeln. Auch das ultraviolette Licht der Sonne, das UV-Licht, beeinflusst uns. Es wird unterteilt in UVA, UVB und UVC. Ein Großteil dieser sehr energiereichen Strahlung, die die Sonne aussendet, wird von der Ozonschicht abgefangen. Von der energiereichsten Variante, dem UVC, erreicht nichts mehr die Erde. Wenn ultraviolette Sonnenstrahlung auf die Haut trifft, löst das die Produktion einer ganzen Reihe von Stoffen aus, etwa dem Pigment Melanin, das die Haut bräunt, oder Vitamin D, das wichtig ist für Zähne, Knochen und Immunsystem. Auch Beta-Endorphin, das unser Belohnungssystem aktiviert und so ein Glücksgefühl verursacht. Das kann süchtig machen. Einige Sonnenbankliebende zeigen sogar körperliche Entzugserscheinungen, wenn sie mit dem Bräunen aufhören. Beta-Endorphin könnte auch erklären, warum die Sonne sich so gut anfühlt und warum sie uns im Winter fehlt. UV-Strahlung, egal welche, kann aber auch gefährlich sein. Denn unsere Zellen sind extrem anfällig für Schäden durch die kurzwellige, energiereiche Strahlung. Siehe Hautkrebs. Auch das Sonnenlicht hat dunkle Seiten. Als EPP-Betroffene darf Lara Hepp nicht in die Sonne. Eine Therapie mit Medikamenten ist für sie nicht möglich. Denn das einzige bisher verfügbare Medikament ist nur für Erwachsene zugelassen. Die 13-Jährige kann sich daher nach wie vor nur mit der richtigen Ausrüstung vor der Sonne schützen. Und das Ganze sieht dann so aus. Also das nervt wirklich, vor allem wenn es heiß ist. Dann wird es auch wirklich mit der Kappe richtig heiß und mit den Handschuhen auch. Ja, und die Jacke stört einfach auch. Und es ist dann auch einfach alles lang. Und wenn es dann mal 35 Grad hat, ist schon schwer mit den Schmerzen manchmal. Und dann auch nur die lange Sache. Da komme ich nicht drum rum. Das muss einfach, sonst liege ich abends oder schon am Tag mit Schmerzen zu Hause. Ich treffe meine Freunde abends meistens erst so um 19 Uhr. Einfach wenn Dämmerung schon einsetzt, dass man auch was draußen machen können und nicht die ganze Zeit im Haus sein müssen. Davor, ja, bin ich die meiste Zeit drin, oder eigentlich immer drin, um einfach so wenig Sonne wie möglich abzukriegen, dass ich am Schluss vom Tag nur viel Sonnenzeit, sage ich jetzt mal, übrig habe, um dann in Dämmerung was zu machen.
Ich denke schon, dass ich viele Freunde habe. Das ist einfach, die achtet alle eigentlich auf mich. Die nehmen das auch gut an, dass sie einfach in die Sonne kann wie jeder andere. Und wenn man irgendwas plant, dann plant man das halt direkt so, dass man so viel Schatten wie möglich hat. Als Mutter macht einen das natürlich schon traurig, wenn man auch sieht, was das Kind für Einschränkungen hat. Nicht immer dabei sein kann, nicht immer alles machen kann, was er möchte. Und man macht sich natürlich auch Sorgen, wie geht's weiter mit Berufswahl. Viele EPP-Betroffene sind sogar in geschlossenen Räumen nicht ganz geschützt vor dem schmerzenden Licht. Denn besonders empfänglich sind die halbstarken Porphyrine für kurzwelliges Licht, also den blauen Anteil des Sonnenlichts. Auch künstliche Lichtquellen, die diese Wellenlänge bedienen, können für Menschen mit EPP daher problematisch sein. LEDs oder Tageslichtlampen etwa. Das ist bei Lara Hepp nicht der Fall. Die Krankheit EPP gibt es in unterschiedlich starker Ausprägung. Die 13-Jährige hat eine etwas mildere Form, für ihre Indoor-Hobbys also keine Gefahr. Für das von ihr geliebte Fußballspielen geht sie dagegen an ihre Grenzen. Unterm bewölkten Himmel frei bewegen kann sie sich, je nach Lichtverhältnissen, in Summe über den Tag verteilt für maximal 1 Stunde. Dann sind die Folgen noch erträglich. Ich nahm Schmerzen bewusst in Kauf, Sachen, die mir einfach Spaß macht. Ich sag jetzt mal, die will ich jetzt einfach so hergeben und dann weiß ich im Voraus, ja, das wird wahrscheinlich zu viel sein. Aber ich will halt trotzdem nicht drauf verzichten. Die Symptome tauchen dann einige Zeit später auf. Zunächst ein Kribbeln und irgendwann dann das Gefühl, als würde die Haut brennen. Ja. Manchmal überdauern die Schmerzen mehrere Tage. Sie macht mal dunkel. Lara ist eine sehr starke Persönlichkeit. Bin ich auch sehr froh dran. Sie ist ein sehr offener Mensch, geht auf andere zu, spricht gerne mit den Menschen, sagt auch, was mit ihr los ist oder auch, was sie nicht kann. Und ich hoffe, dass sie sich das bewahren kann. Elisabeth Peitz bekommt das Medikament, das sie vor der Sonne schützen soll, nun seit 3 Jahren. Und es wirkt. Ich genieße jetzt die neuen Freiheiten. Ich kann schöne Radtouren unternehmen, was ich jetzt in der Vergangenheit schon oft gemacht habe. Es ist einfach toll, es ist neue Lebensqualität. Ja, das kriegen wir. Die ständige Suche nach Schatten, Vergangenheit. Heute ein perfekter Tag, kann gerne sonnig sein. Ich liebe es, in der Sonne zu sein. Ich mag die Wärme. Hochsommer, dann ist es schon ein bisschen viel. Aber ansonsten kann ich das jetzt gut vertragen. Es ist einfach nur toll und lebenswert. Ich stelle mir es ziemlich schön vor, wenn man in die Sonne gehen kann, ohne dass man Schmerzen hat. Wenn man einfach immer im Hinterkopf hat, oh, jetzt musst du reingehen, sonst bekommst du Schmerzen, sondern einfach draußen sein kann, wie man will. Auch Lara Hepp soll im Rahmen einer Studie bald ein Medikament bekommen. Vielleicht sind dann auch für sie die dunklen Tage bald Vergangenheit.